Morris. Wir werden uns zum Anfang singen, Nummer 35. Nummer 35. O kommt, betet an den König so ehrt und singet sein Lob, bringt den Preis und Ehrt. Wohnet erhaben im Heiligtum dort, gepriesen von Engeln am himmlischen Ort. O rühmt seine Macht, preist ihn Tag für Tag, den himmlischen Herrn, der alles vermag. Der wohnet im Lichte und alles erfüllt, der fährt auf den Wolken von Klarheit umhüllt. Du sorgest für uns, so wer kann's verstehen, wenn Frieden und Gott den Himmel vergehen. Die Berge, die Täler sind Zeugen von dir und deine bewahrenden Macht für und für. Wir Menschen sind schwach, ja nur wie ein Staub, vergehen so schnell wie herbstliches Laub. Doch trauen wir dir, denn du bist unser Gott, in Leben auf Erden und ewig mit Gott. Nummer 3. Nummer 3. Hört den großen, starken Namen, Jesus Christus, Gott und Herr. Er ist bei uns alle Tage, nichts kann stärker sein als er. Suchst du Frieden, Freiheit, Freude, suchst du Wahrheit, Ziel und Kraft, gib dem Heiland nur dein Leben, dass er dich ganz neu erschafft. Hört den großen, starken Namen, Jesus Christus, Gott und Herr. Er der Anfang und das Ende und in Ewigkeit nur er. Ist ein Leben voller Sorgen, ohne Gott und voller Schuld. Komm zu Jesus, leg ihm alles, er hat Liebe und Geduld. Hört den großen, starken Namen, Jesus Christus, Herr allein. Er steht still vor deinem Herzen, er klopft, dann lässt du ihn ein. O verschiebe
hört den großen, starken Namen, Jesus Christus, Gott und Herr. Er der Anfang und das Ende und in Ewigkeit nur er. Ich heiße in jedem einem herzlich willkommen, was von uns morgens erschienen ist. Gott ihr, Gott zu verdanken, dass die Gesundheit bei so viel nach so gut durch ist, dass ihr kommen könnt. Wir wissen dort, dass viel sind, Lothar Deus ziemlich leer gewesen. Und von daher ist das, was uns so versammeln. Und jeder einer herzlich willkommen hier von Deus morgens in diesem Gottesdienst. Als je hier weinig sind oder nicht sind, je sind jedenfalls sehr willkommen. Ich will uns ein paar Verse lesen, wieder zu der Begreifung, und nur das haben wir gebet. Und dann, nur dem, was die Klasse, die Sinnerschulklasse, rausgegangen ist, und was Bruder Hein Wolf uns hier mit das Wiederwurteil aus der Eröffnung für den Gottesdienst von dir. Psalm 95 sagt, kommt herzu, lasst uns den Herrn frohlocken und jauchzen im Hort unseres Heils. Lasset uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand ist, was unten in der Erde ist, und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer, und er hat es gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Kommt, lasst uns anbeten, knien und niederfallen. Vor wem? Vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Den König über alle Könige, den Gott über alle Jahre. Und von des Morgens war der Gottes Geduld dürfen uns das versammeln. Wir sind gekommen, um den Namen des Herrn zu erhöhen, am hoch zu heben, am zu danken, am zu preisen, und am zu flehen, am sie wieder im Beistand, für die Wiedereröffnung, für die Botschaft, für die Sinnerschule, alles können sie in der Hand leihen. Und wir können beten um den göttlichen Segen, aber wir nicht vergessen, uns diesem Gott hoch zu heben und am zu loben, zu preisen, dass wir alles darum zu anbringen. Ich würde früher noch neigen. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir seien dir Lobpreis und Dank für diese Morgenstunde, für deine Gnade, für deine Gegenwart. Wir danken dir, Herr, für die göttlichen Segnungen. Wir danken dir, Herr, für deine Allmacht und dass du der Gott über alles bist und dass du alles in Kontrolle hast. Wir danken dir. Herr, wir weten dort, dass du lässt bis zur Tau, was du weißt, was der Tau ist. Und wir beten ganz besonders, schlut uns Kern von dir, was aber wichtig ist, dass wir unsere Stimme erheben, im Gesang, in den Wort verbringen, was immer, erst in der Sinnerschule, dass du durchwurst, war viel Gnade und Freudigkeit schenken, die Klasse, da was zu beiden. Und Herr, wir beten so wieder für die Wiedereröffnung hier für Bruder Hen und wieder Bruder Randy in der Botschaft. Herr, dass du einfach mit deinem Geist begleiten, mit Feuer des Geistes angedun, wo das Wurtchen rüberbringen, das können wir zu deiner Ehe rechnen. Aber alles in Hochheiligen und dir priesen können worden, durch diesen Gottesdienst. Wir beten von dort nach, was Personen, die nicht gesund sind, Personen, die nicht hier im Platz sind, Herr, wo ich endreich bei sind, und auch Personen, die in Trühe versagt sind, letzte Weg und so viel, als du von diesem Tag erst, was du so plötzlich dir nur aufgeben, wo ich sonderreich bei sind und trösten und die göttliche Nähe erfahren. Himmlischer Vater, wir beten um den Segen im Namen Jesus. Amen. Nummer 23. Die Güte Gottes heißen soll meine Freude sein. Mein Leben soll beweisen, ich folge ihm allein. Ja, alle meine Gaben, die ganze Lebenszeit, soll
Ja, goedemorgen allen. Ik freue mich für diese Gelegenheit, ein gut Material. En dat gaat vandaag aantal gedanken uit Malachi, kapitel 3. Malachi, kapitel 3. Dat is sozusagen een sehr hardes woord wat Malachi geschreven heeft. En over we willen ons die ziet aankijken hoe hij van de godsfürchtige reden deed. Malachi 3, Vers 16. Gesagt hat, aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also. Der Herr merkt und hört das. Und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, so den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will ihre schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. Und ihr sollt dagegen wiederum sehen, was für ein Unterschied sei zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen und zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Und dann Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln und sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Maaskälber. So, Vers 16. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also. Wir weten dat alle, wir leben von einer anderen Zeit, als was wir gewohnt sind. Als eine Zeit, wo wir uns vereingestellt haben, als eine Zeit, wo wir abgeteilt haben. Und hier sagt dort, dat er sollen Unterschied sein. Von denen, wer Gott dein dat und von denen, wem Gott nicht dein down. Sei wie von denen, was Gott dein down. Wenn wir von denen sind, dann hast du ein Unterschied zu sein. Und gleich an das, aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Und wie viel Trost fehlt uns von der Zeit? Wo fehlt allerdings Trost? Wir wollen das an, wir hören dort wirklich viele Menschen trostbedürftig sind. Und dann haben wir als Gottesfürchtige, als Gott seine Kinder, wir haben eine sehr große Abgabe. Wir haben aber auch eine besondere Trost, dass wir unsere Trösten dürfen. Und einer wundert dann, wann sind wir, wann sind Duden, was andere Menschen halten, was andere Menschen Trost geben? Wenn wir in die Welt schicken, dann sieht das dunkel aus. Auch dort sind Millionen Menschen, was Trost fehlt. Millionen. Und auch dort kann wir trösten. Aber ich glaube, wir kriegen an so eine zu trösten, was du hast. Sich trösten luten, an so eine zu trösten, was sich um Gott holen tun. Und das sagt, dass wir sollen uns untereinander trösten. Wenn wir hier vorher mit dir lesen, wo die Gottlose sind, das ist ganz anders aus. Und du sagst, aber die Gottesfürchtigen trösten sich. Und dann habe ich hier, der Herr merkt das. Gott hat hier dort. Gott hat hier dort. So, der erste Punkt, der Trost der Gottesfürchtigen, der einen Unterschied macht. Habe ich einen Trost von dem Nächsten, was einen Unterschied merkt. Gott hat gekickt drauf im Himmel und hat gekickt, als wir antworten, dass der Trost fehlen wird. An schwierige Tiden.
Weil den Gottlosen sind Trost, das ist ein vergänglicher Trost. Ein Gottloser, der kickt auch ver weg, aber der kickt an das Ladchen an. Der kickt an das Ladchen an und hat hoffentlich, was er den Nächsten trösten kann. In Wirklichkeit, der Trost von Gottloser, der regt bloß vielleicht so lang, was wir uns den Regen drehen und fahren. Und dann so ein Trost ist dort weg. Wo aber so ein Trost, wo wir den Nächsten mit Gott in Wort trösten, wo wir zu beten und wo wir uns brauchen, an den Nächsten, die in den Fußstoppen dann zu staunen und mal zu sagen, wo geht dort. Dann habe ich eine Frau, habe ich Wort, wie aus Gottes Furche, habe ich Wort, womit wir den Nächsten trösten können. Mal kriegt Tüßen an die Gemeinde, habe ich Wort, womit wir trösten können. Oder? Mit wir ramgrobeln und sagen, was will ich sagen, wo will ich nach Mut merken? Oder lege ich Salz, Deib, Bern, sodass ich andere nicht trösten kann. Weißt du, ein Moment, wo wir uns bekehren, ein Moment, wo Gott uns aus seinem Knecht merkt, dann gibt er uns eine Befähigung. Er gibt uns Wort, was wir wiedergeben können. Er gibt uns Wort, womit wir den Nächsten trösten können. Ein Wort hast du. Das ist einfach die Macht. Die Macht, mit der was Gott trösten wird. Nicht, dass wir das selber gemacht haben, aber wir haben das selber gewusst. Und Jesus sagt dort, er hat uns doch unbefehlt, dass wir das tun sollen. Das ist Gott sein Willen, dass wir das tun. Wenn wir hier wieder checken in Vers 16, der Herr merkt das und hört das. Gott, er kickt und er hört das, wenn wir andere trösten tun. Und mehr als dort. Kick mal das heißt danach. Und vor ihm ist ein Dingzettel geschrieben. Ein Dingzettel. Wo haben andere Menschen, Pharaons, wo haben die sich getröstet? Das ist abgeschrieben worden. Und da haben wir die Bibel. Das ist ein Dingzettel. Und wir dürfen das so tun, dass wir das auch getan haben. Mit dem Geist, was die Menschen belebt wurden, mit dem Geist, der wird wie von der belebt worden. Mit der wird, was sie trösten können, kann auch wie von der trösten. Und Gott mag das. Gott hat eine Freude. Und das fällt auch nicht daran, dass Gott nicht mit seiner Macht, mit seinem Geist angegriffen wird und er wird trösten. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Weil ihr das, was gewollt wird. Viele Menschen, die verzeihen. Viele Menschen, die merken mit der Leben in eng. 2020 als ein besonderes Jahr, wo sehr viele Dinge passieren. Wir machen das nicht alle arbeiten, wir brücken das nicht alle arbeiten, wir wollen das nicht alle arbeiten, aber das ist ein Ausnahmungsjahr. Und für die Christen auch. Wir haben mehr Arbeit. Wir haben mehr Arbeit als Eier, wenn wir an die Üben aufbauen. Ja, da sind so viele Kranke, da sind so viele Betroffene. Und was tun wir gerade? Diese Lieder haben uns, die kicken. Nur Menschen mit einem festen Gottvertrauen. Und sie kicken. Als auch sie Wort von kriegen. Als wie ein Wort von mitteilen. Das ans Leben strahlt dort in Gottvertrauen rein. Ein festes Gottvertrauen. Weißt du, wie kann leicht was sein? Und dort wir so fallen wie haben, an so Abgu gedun. Aber wir waren noch beobachtet. Wir waren beobachtet. Kann wir im Glauben überkicken? An den Situationen, wo wir uns von der und nach befinden, kicken wir bloß an das Problem an, aber kann wir da auch so überkicken und dort wir weiten. Gott, er hat viele Dinge tun. Und Gott hat uns da, was uns auch an die schwierigen Situationen halten kann. Abraham, er kriegt Eva. Er kriegt Eva in das verheißene Land, wo Gott am Scheiden da Ishmael wieder therapiert und dann lädt er dann weit über. Er kriegt Eva nur das himmlische Kanaan. Was ich denke, was da sehr wichtig ist.
2. Korinther 4, Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. So ans Wandeln, ans Leben, dort sowieso ein Leben, wo wir viele Dinge nicht so klar sein können. Wir wandeln im Glauben. Dort, was an uns Hort deutlich leicht ist, dort erst dort, was wir wirklich sein wollen. Und erst dort wir immer kicken. Wir kicken über von dieser Erde war ich, und wir kicken nach dem himmlischen Ziel, und wir haben einen festen Trost. Wir haben eine feste Gewissheit, woran wir uns holen wollen. Die Menschen, die von der und Tag erzählen, sie haben keine Geräte zu sein, wo sie sich holen können. Sie sind an eine Welt gebunden, an einen Sinn gebunden, trostlos gehen sie daheim, und an schwierige Situationen, so eine Lied ist dort der Verzählung. Der Verzählung bloß. Wie aber, die Gottesfürchtige, wir sind auserwählt. Wir sind so nur, was wir ab Gott morgen, und ab so nur, was Gott morgen tät. Er sagt das ganz klar. Im Amen ist das sehr wichtig, was wir tun. Zweitens, weil wir hier mit Klima kicken, der geschriebene Denkzettel. Wenn wir in verschiedene Männer Gottes, in die Bibel kicken, dann ist das abgeschrieben worden, wo sie sich trösten leiden. Und sie hat nicht bloß einmal eine ganz leichte Zeit. Wenn wir an Elia denken, wir denken an Mose, wir denken an verschiedene Männer Gottes. Gott hat wir einmal recht zum Halten. Und Gott hat macht das, wenn sie Halbbrücken deuten. Und Gott hat wirklich diese Lied, diese gottesfürchtige Männer, gottesfürchtige früheste Brücke, um den nächsten abzuhalten. Um dir das einmal zu sagen, ich habe das nicht alle uit. Mutig verder weich, wir holen uns und Gott sein Wort. Der Herr merkt und hört es. Und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben, für die so den Herrn fürchten und an seinem Namen gedenken. Bei der Bibel, das ist das Wort. Man kriegt den Denkzettel. Und das Denkzettel, da wird hierbei geschrieben, ist dort erst für die geschrieben, wo die gottesfürchtig sind. Die Welt will euch eine Bibel. Vielleicht haben sie das eine. Die Brücken die euch. Aber das ist abgeschrieben. Und wenn wir hier was abgeschrieben haben, dort abgeschrieben, dort ist Amazon, wo du wel entziffert sind. Dort sind, wo du wel gelesen sind. Das Wort Gottes wel gelesen. Und hier habe ich diesen Denkzettel, wo Gott sagt, Trost, Mut, Verweis. Heb den Glauben ab, steigt den Glauben durch Jesus Christus und merkt Verweis. Das ist für die, was den Herrn feisten tun, für den das Denkzettel. Bei der Welt teilt die Bibel nicht. Im Gegenteil. Und das wird ein Anstoß, und das wird ein Euer. Und für uns ist das abgeschrieben. Das Geschriebene, das kommt bloß durch Lesen wieder gegeben worden. Nicht so? Und dort ist gleich das Große, was wir haben. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann schauen wir die nächsten im Bibelvers mitgeben. Das ist, was die Bibel sagt. Und auch die Dinge, was wir selbst erfahren. Wir erfahren Dinge aus der Bibel, wir erfahren Trost, wir erfahren Kraft, dadurch, dass wir Gott sein Wort lesen, und dadurch, dass wir den Glauben stärken, durch Gott sein gelesenes Wort. Wir haben das Wort. Wir sind damit bekannt. Gott sei Dank, wir weiten sehr viel das Wort, ich glaube wir alle. Und das ist noch viel mehr bei uns, was wir weiten tun. Das ist einmal ein Denkzettel des Trostes. Gott, er will auch nicht bloß uns einmal tragwiesen. Er will uns nicht bloß einmal kritisieren und bloß einmal sagen, das erste muss er wenig mit dir. Das wir dort hier in Malachi 3, Vers 13 bis 16 finden. Du redest Gott zu den Gottlosen, wo jeden unsere sind, wo Gott sie sind. Und wo umsonst er Gott dein ist, wenn sie dann nicht wirklich Gott. Das sind die kleinen Dinge, die einfachen Dinge, wo Gott noch raufkickt.
Gott kriegt nur das einfache Ding. Ein Wort des Trostes für den Nächsten. Ein Wort des Trostes von dem Gottesfürchtigen. Der Wort, wenn ja Gott sich vorstellt, so eine Dinge getan wie Gott. Ein Dingshattel der Furcht. Wo Gott hat gesagt, wir leben an Furcht. Wir beten am an, wir loben an, wir preisen an, auch wenn ich das einmal so fehlt. Als nicht eine passende Zeit zum Danken und zum Loben. Und dann sagt es hier, so den Herrn fürchten und an seinem Namen gedenken. Krieg für dich, als das geschrieben. Krieg für uns als das ein Trost, das ist eine Stadt für uns. Und mit dieser Stadt, was wir uns bei Gott stellen können, mit der will Gott auch andere Städten, durch uns. Wer ist das als ein Denkzettel, und dort wir an Gott sie nun denken sollen. So, wenn wir Gott sein Wort lesen, dann kann uns vieles ein Gedächtnis nehmen, und wir sein, wo Gott uns gelehrt und wo Gott uns geführt hat. Auch dann, wenn das schwierig wird. So. Das Dingshadel, der ist für die, was Gott fechten tut. Als das dann nicht der Nächste ist, oder als wir das selbst sind. Und wenn wir dann zurückkicken, wo Gott geführt hat, dann sagen wir, Gott ist wunderbar. Er ist gewaltig. Ich glaube, wenn wir auch zurückkicken tun, dass er unsere Großvater, unsere Urgroßvater geführt hat, oder dass er ans Volk, die zum Beispiel nur nach Mexiko gebracht hat, 100 Jahre zurück. Oder dass sie in Kanada gelebt haben. So schwer und schwierig ist der Anfang in Kanada wird. Dann gibt es sehr, sehr viele Krankheiten. Sie kommen ja von einem ganz anderen Klima, von einem ganz anderen Land. Und wenn sie dann in Kanada anwohnen, das wird sehr schwierig. Und es sterben sehr viele Menschen. Und wo hat Gott dann geführt? Auch du, wie ein Dingshadel. Auch du hast ein Dingshadel hängen geblieben für uns, dass unsere Vorfahren Gott vertraut haben. Nicht alle. Die haben nicht alle Gott vertraut. Und im Psalm 78, das Lied ansagt, dass wir sagen, aus Eltern, aus Futters, sollen wir unsere Kinder merken, trägchecken. Wir sollen mit Erntup und trägchecken. Und diesen Dingshadel, viele das abgeschrieben. Viele von dort hast du gleich in der Bibel abgeschrieben. Wo das Gott ans Volk geführt hat. Ich glaube, wir können sehr viel von lernen. Wo es das Vertrauen war von unseren Voreltern. Weil das ein Trost, Gott sein Wort, das ein Trostwort, was für alle Zeit und für alle Menschen ein passendes Wort ist. Ein Trostwort zu allen Zeiten. Nun drittens, wie kicken Verweich, wie kicken Eva. Wir schauen in die Zukunft und sehen die Sonne der Gerechtigkeit. Vers 20, hier sagt es, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt aus und eingehen und hüpfen wie die Mastkalber. Viel weg wie mit der Iman Schiller, mit der Gruppe wie mehr. Und dann haben wir einen Schaftit, musste kicken. Und wenn wir dann wie mehr sagten, oder wir kicken Eva. Dann haben wir uns sehr leicht in der Sonne steht rein, wir kicken am Meer ab, und am Hintergrund vom Meer, das reicht nicht zu sein. Das bloß das Meer, ein Hänger das Meer, das zu essen ist. Dann wird er sich bloß ein klein bisschen See drehen, und dann mit eins dann kicken wir ein kleiner Boy noch, oder auf einer Insel, kicken durch noch, und dann gleich über muss zu sein. Wo das dort hängen? Wo das dort hängen? Wo wir können einer am Meer abkicken, was einer bloß mehr sieht, was er sieht. Wenn ich ab mehr abzukicken, und wenn das kein Hintergrund ist, das fällt sich auch sicher. Das ihr das Tick so an das Laden nennen. Besonders am Mittag, wenn dann wie mehr Stunden die Sonne scheint von oben, und im Hintergrund ist nichts zu sein. Es ist bloß mehr, und du so eine Street, und du darfst dich dazu einteilen, und das ihr das Tick dort haben, wo du nicht ist.
dan dat je een dag, dan gaat de zon leer, en dan ga je een met eens. Kijk op de zaal gesteed, wo du nicht zu sein wie am Hintergrund. Du mit ein stellt sich die Sonne an. Du stellst sich die Sonne an. Aus einem Gegenstand, wo wir dann so kicken. So ja schmacker Sunset. Dann sagt er also, oh ja, du kicken wir an, Aber wo wird auf erst die Sonne? Wir wollten die Sonne sei wieder auf. Wo wird auf erst der Hintergrund, wo du nicht zu sein ist von dem Meer. Wir können leicht, ab Sonne steht, wenn wir die Meer stehen, wir können leicht 15.000 Kilometer überkicken und du hast nicht. Wenn das ein selbe Boot hat, der ein selbe Pazifik, der Ozean, das Meer, 15.000 noch mehr Kilometer eine Wahrheit. Das merkt uns auch solche Fälle. Das merkt uns ihr Täuschen. Wenn im Hintergrund, was hast du? Du hast nicht. Das tickt so eben, das tickt dort an das Laden an. Und wenn dann die Sonne leer geht, und die Sonne geht so, ja, dort haben wir ein schmackes Bild in der Natur. Hier sagt es, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Oder dasselbe Bild passt auch zum Morgens, wenn die Sonne abgeht. Vor Sonnenabgang. Das sitzt so ladig, so weit auf, wo du nicht hast. Dann stellt die Sonne sich doch an. Und dann sagen wir, oh ja, das ist ein schmackes Bild. Ganz tief ein Bild zu merken. Wo dann nun? Wenn wir eben kicken. Wir kicken ut das Leben rüt. Wir kicken ut die Probleme rüt, was hier sind an das Leben. Was sei wir im Hintergrund? Hier sagt es, euch aber soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Wenn die Sonne für sich schien hat, dann kickt es über die Jäger. Und dann denken wir gleich nach, was hängt die Sonne nach? Und das ist ein sehr schmackes Bild. Jesus selbst ist die Sonne der Gerechtigkeit. Und er stellt sich in uns Fleischnen. Er stellt sich uns in unseren Glauben nennen. Er stellt sich daheim aus dem Gegenstand, wo wir nun kicken dürfen und wo wir vertrühen dürfen. So, haben wir im Geiste, in uns vertrühen, in unserem Glauben, in unserem Geist, wenn wir eben kicken, was soll wir tun? Diese Gottesfürchtige, der handelt was sie sein kann. Die kicken nur das Wort aus, nur mehr, wo die kein Gegenstand ist. Die Gottesfürchtige, die sein dort, das ist Sonne der Gerechtigkeit. Während wir diese Sonne der Gerechtigkeit sein, was gibt uns so für ein Bild? Und sein schönes Bild. Das schmackste Bild, was wir je sein kann. Was viel schmackert, als wenn es ein schmacker Sunset ist, und der Sonntag so jeder ab dem Meer ab, und das gibt ein sehr schmackes Bild. Ja, das gibt bloß 2-3 Minuten, dann ist die Sonne unter. 2-3 Minuten habe ich das verpasst. Ich habe kein schmackes Bild mehr. 2-3 Minuten, oh ja, nu habe ich das Bild an meinem Phone. Brandt das Bild war ich. Das Bild von dem Aufgehen der Sonne der Gerechtigkeit, das ist Jesus. Und das Bild wird jetzt für uns ab, in dem Moment, wo wir Jesus Kreuz hängen sein werden. Als das Kreuz, wo jedes meine Sinne betont hat, wo deine Sinne betont hat, als das nicht der Hintergrund von dieser Sonne der Gerechtigkeit, wo wir Handkicken tun, als das nicht von da, wo der Trost kommt, wir kicken einmal so, über uns Leben, und wir sagen, ja, dort. Wir wissen gleich, wie lange uns Leben ist. So Gott ist, wenn wir über mehr kicken, wir wissen gleich, was dort hängt alles ist. Wir wissen noch gleich, wie lange uns Leben ist. Was zwischen von der und den Tod, was du noch stehen hat. Aber ein Ding weiß wir. Du, den Tag, wo Jesus mein Erlöser wird, du kämst das Kreuz, diese Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus, aus meiner Sonne, aus dem Licht von meinem Leben. Du hast mir klar geworden, und dort ist der Blick,
dort ist der Blick, wo ich eine Hand schicken darf. Und dort ist auch diese Macht. Dort ist auch das Symbol, wo wir andere Menschen anweisen dürfen. Kijk ab einem Kreuz. Du erst dort. Ja, maar we dan dit wieder checken. Dus de Kreuz, dus Jesus Christus, dat is een vaste plek. Du ran meine Eeuwen heen en du sagst, dat wie Jesus gedaan hat für mich. En mijn Glauben, von hier, wo ich von der sehe, der regt Eva wat dort am Hintergrund, wo Jesus am Kreuz hängt und wo sagt, mutig verweich. So, wons unsere Hoffnung, wons ans Glauben, wons ist unsere Zuversicht, ab den, wo wir unseren Blick, unseren Augen Blick, wo wir den Hand schmieden dürfen. Ist das Jesus? Haben wir diesen Blick? Haben wir diese Sicherheit? Dann können wir untertrösten. Dann wollen wir untertrösten. Haben wir diese Sicherheit nicht? Dann können wir andere Menschen mit schönen Wert begrüßen und davonrennen und wir sind nicht in Trost gewasst. Der Trost liegt an Jesus Christus. Gott, wir brauchen gesalbte Augen, um dort zu sein, was Gott sagt. Wir brauchen gesalbte Augen, um dort zu tun, was Gott tut. Und um dort zu sein und zu tun, was Jesus für uns zu tun hat. Nämlich, dass er für unsere Sünden gestorben ist. So, Jesus hängt von dir nicht mehr am Kreuz. Und dort ist aber für mich einmal ein schönes Bild, wenn dort ist du, wo er meine Sünden betont hat. Jesus hat alles verbracht. Und wenn wir vom Kreuz wieder kicken, dann sind wir an der rechten Hand Gottes sitzen auf dem Stuhl, auf dem Thron Gottes. Und wo wir sagen, wie das heute sagt, oder wo sagt die Bibel, das heute sagt, weißt du, Jesus hat seine Arbeit fertig. Er hat sich zur Ruhe gesetzt. Er hat seine Arbeit fertig. Und nun will er, dass wir seine Fußstapfen nachgehen und dass wir dort tun, was er uns befohlen hat. Mag Gott uns an das gnädig sein. Dass wir trösten, so ist der gottesfürchtige Trösten tun. Dankeschön. Uit Glaubenslieder Nummer 154. Ich denke an den zweiten Vers, wo es sagt, drückt mich Kummer, Mühe und Sorgen, meine Zuflucht bist nur du. Rettest mich aus allen Ängsten, tröstest mich und deckst mich zu. Nummer 154, wo das Post erst für eine Abschund und Leute sehen. Wehrlos und verlassen sind sie, doch mein Herz hat stille Ruhe. Doch du deckst mit dem Wind deine Liebe sanft mich zu. Unter deinem sanften Wind find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmst mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu. Drückt mich Kummer, Mühe und Sorgen, meine Zuflucht bist nur du. Rettest mich aus allen Ängsten, tröstest mich und deckst mich zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe.
Nummer 100 saßen haben. Nummer 100 in Saß und Tafeltisch. Es errennt uns zum fertigen Land, unser Glauben zum alles wohl sehen, und von Jesu geführt an der Hand, wird sein Volk euch in Frieden eingehen. Auf der Das nächste, was wir unser Bulletin nehmen, die Bekanntmachung betrachten, was es sind für das Werk. Aufruf zur Andacht und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. 2. Korinther 1, Vers 9.
Deswegen sagt er, nur eins ist wichtig, ob wir tapfer oder feige sind, immer dort zu sein, wo Gott uns haben will und im Übrigen ihm zu vertrauen. Gott, wir sagen jetzt hier von dir, dass die Deiner sind die meiste Rütje vor. Einfach habe von dir hier zu der Botschaft habe Prediger, Bruder Randy Giesbrecht. Dat zijn maar weinig jaren geleden, dan zat hier veel in de banken en schoften zijn hier in de fruiten gewaan. Hier in Scheinfeld. En zeg hij nu, Gott lang het zo, hij durft een fruit metnemen. En die trekt naar waaien en van deel ze hier met een woord te doen. Welkom hier. En we zien ons gemeente als van deel die kan Knals Baumann dort te doen. En Friedensort prediger Isaac Baumann. En in Nieuwe Orlando als prediger Pancho Baumann. En ons traf nog cameo, aber wir sind angestellt worden, so wie sind doch von der Tüß, wo uns zu freuen, von der Tüß in der Meer zu sein. Die Schwester Peter Derricks sind nicht rum, sie sind in Seminole am Begrafnis von seinem Onkel, was da gestorben ist. Bekommen erstens von der, gleich 3 Uhr Mittag als Gemeinschaftstag, für jeder Mann, sagt es hier. Weißt du was? Da meint dann jeder einer. Jugend. Der Lehrer, der hat das abgetekent, wenn es irgendwo da aufmerksam gemerkt wurde, die sind herzlich angeladen, von dort in den Gemeinschaftstag. Weil wir sehen, dass dort eine schöne Gemeinschaft haben, ans Terbühen. Zweitens, Montag, gleich 8 Uhr, dann ist eine Sitzung von der Lehrerschaft für die Kinderbibelwoche gefragt sind. Die sind auch verschiedene, sind gefragt worden, eine ganze Anzahl dieser Versammlung sind gefragt worden, als Lehrer zu sein, da ab der Kinderbibelwoche. Oder aus dem Basteln, oder dem Games anleiten und so weiter. Und wir wollen morgen Abend, weil wir mit Jüngern ein Meeting haben. All die, was die sind gefragt worden, also kommt bitte morgen gleich 8 Uhr Abend, hoffentlich sei alle ihr sind nicht, weil wir mehrere Dinge betrachten, was wichtig sind für diese Kinderbibelwoche. Wir besuchten letzte Woche in Neuorlando, meine früheren Eck, und wie interessant zu sein, sie haben da in Neuorlando 202 Kinder taub, von den verschiedenen Kirchen das dort so und haben eine Kinderbibelwoche. So mal sehen, wo wir hier können, in Antwort merken mit dort. Der dritte Punkt, Merde, gleich 8 Uhr, dann als Bibelstunde, der Einladung als von Bruder Peter Pana, 114a, und jeder Mann als willkommen zu kommen. Und das mal ja, über Epheser Kapitel 3, so, ich will Ihnen mal zu sprechen. Lest Epheser Kapitel 3, studiert es durch, dann war wir seine Utüchung da haben, Medweg, ab und an, die sagen, die Vers sind besonders groß geworden, uit Epheser Kapitel 3. Viertens, Donnerstag, gleich 8 Uhr als Chorübung. Fünftens, Freitag, gleich 8 Uhr als Jugendchor. Und dann, sechstens, Sinnung, gleich 7 Uhr morgens als Mana Gebetsstunde. Und Mana, herzlichen Dank für all die, was die verantwortlich machen. Aber wir würden wahrlich sein, wenn wir nach Meier kommen würden. Sind uns morgens. Zusammen vergeht noch vielleicht. Früher ist ja normal nach morgens abwarten. Und mit umbuchsen. Hey, hast nicht als Lied abzustehen. Was nicht weiter die Gebetsstunde vorn. Merkt der Mut. Weil es dort Taubstunden im Gebet. Siebtens, da sind Beker zu nehmen. Familienregisterbeker. Und diese Heften sind nie gedruckt worden. Das ist nicht mit das nur sein, damit das erst nur den Namen im Himmels geschrieben. Das ist von der Familienregister, was viel, man kann eine große Help sein. Erstlich wäre gestorben und so wieder, und check, was hast du noch, was an der Lied von der Familie, was von allen und so wieder, das sind viel, man eine große Help gewesen. Sind Bücher im höchsten Hand, sind doch für jeder Heim ein mitgenommen worden. Und dann, dass die Members von der Church sind oder nicht, für jeder Heim darf ein so ein Buch, das mitgenommen worden, da liegen dort beim Eintrittstor auf dem Dash. Nächstens, achtens, Änderung. Also Schule, die wird nicht die 10. August gereinigt worden, kriegt wenn die Kinderbibelwoche und dann wegen Zionsgemeinde wird auch nicht euer passend und erst angestellt da. Kennt das morgen, dass die anderen sind. Neuntens, geht Funken. Isaac ist gefallen vom Baum und hat ziemlich Schulden erlitten. Am Regen viel präparieren und schien es nicht Geld und so wieder.
sie haben angerobt und wir sich fragen, wir können fan beden und dann Held sein. Tiendens, Almosen, van Fezen, 15.170 Peisen, $170. Nog eentje wat ik nu al zei, dat is een list, dat zal een listje was, wo ich genoemd heb geschreven, wer wil zich beduiden aan de kinderwerk, wo die Kinder Bibelklassen geboden worden, om Snacks te brengen. Dat is een grote verraag. En zo jaren wird wir sein, weil da immer worden Nummers geschrieben, dass das Ding alle zu ordnen, dass die Kinder dann können inzwischen ein bisschen Snack kriegen, vom Mittag, wenn die Klassen sind. Gut, und dann Lothar geklärt worden, da war das Last von geredet, kommen nächste Sonntag, aber willst du Krankheiten, so sind, war uns einig, würden nach mit Anstunden loten sein, wo der mit der Gesundheit wieder demgemäß wird entscheidet worden. Und so mit den Zeugnissen, hier sind Atelier, wir würden gleich auch welchen Zeugnis geben, würden gleich getauft sein, andere, was wollen die Gemeinde anschließen. Und wie glaube ich, an ganzen Karten, ich habe das ordnen und sagen, wenn die Zeugnisstunden worden sein. Gut, und von dem Schluss, da waren die Gesangleiter ein bisschen Leid haben, wo wir einmal singen gelassen, aber die wollen nur inzwischen nicht wirklich singen. So, wir wollen nu übergehen, die Gesangleiter lassen ein Lied singen, und dann nur dort, hier wird dann die Botschaft von Bruder Randy. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schau meines Heilands allein Grund meiner Freude und Seligkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehn. Oh, das wird Herrlichkeit, Herrlichkeit sein. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Seligkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehn. Oh, das wird Herrlichkeit, Herrlichkeit sein. Dort vor dem Throne im himmlischen Land treff ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Seligkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein
sehn. O, das wird Herrlichkeit, Herrlichkeit sein. Dankeschön. Yes, schönes Leid. Das wird allein Herrlichkeit sein. Da wir dem Herrn Jesus schon vor dem angesagt checken. Herrlichkeit wird das sein. Gut, über die Botschaften. Vielleicht habe ich mal von den berühmten Maler Leonardo da Vinci gehört. Wenn wir nicht haben, dann haben wir vielleicht mal das Bild gesehen von Jesus in der Jünger ab dem Abendmahl. So heu mal dort Bild. Und heu das Bild mal dann ging am dort eine Sache allein und dort wird, wenn die Menschen dort sein würden, ihre Aufmerksamkeit soll dort erste ab Jesus sein. Aber an einer Art von das Bild, da hat ein ganz kleiner Chap gemalt, dort hat am 3 Werk Arbeit gekostet, viel Mühe. Und als das Bild dann nicht ausgestellt wird, dann merkt er dort, dass die Menschen sich zurückdrängen in ihre Konzentration wird ab das Chap, was am viel gekostet hat. So wissen nimmt er das Bild, das sieht, und mit seinem Pinsel strickt er das Chap aus, was er 3 Werk angemalt hat. Und er sieht, zweimal wahrer soll das werden, wenn er das Bild checkt, ab das wird checken, als ab Jesus in seiner Aufmerksamkeit. So in meine Botschaft, der Thema von Deus ist das, die schlimme Folgen von der ersten Leu verloren. Und dazu werden wir einmal blättern, in Offenbarung Kapitel 2, und wollen uns durch die ersten 7 Verse lesen. Offenbarung Kapitel 2, die ersten 7 Verse. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Hier in Kleinasien, dort ist die evangelische Türkei, du werden 7 Gemeindes. In diese 7 Gemeindes, die werden so mit ein Postwach verbunden. Der Post ging durch die Länge. In Ephesus wird die erste Station. Ephesus wird dort dichtbietste an der Insel Patmos, von wo Johannes diese Offenbarung schreibt. Und so geht das erste Brief an die Gemeinde von Ephesus. Das wird eine berühmte Hufenstadt in Asien mit sehr viel Handel und Mittelmeer in sehr fruchtbar Land. Hunderttausende Menschen wohnen dort. Ein großer Theater mit Ruhm für 20.000 Menschen. Auch viel Götzendienst, wir lesen davon in einer Apostelgeschichte, wo diese Göttin Diana verehrt wird. Diese Göttin Diana wird im Tempel gebaut, und zu der Jahre Zeit wird dort aus ein von den 7 Weltwunder genannt. So großartig. Viel Reichtum, viel Überfluss, viel Geld.
Auch viel Zauberie, viele satanische Übungen, das lesen wir in Apostelgeschichte 19, viel Zauberie-Bücher werden durch und so weiter. Aber auch in so einer Stadt wie eine Schar Gläubige, auch in so eine gottlose Stadt jäuft dort eine Gemeinde, die Gemeinde von Ephesus, in eine fliege Gemeinde, die du sehr schaften. Johannes schreibt dit und ernt, er wird hier wahrscheinlich alle, als Luther den natürlichen Tod gestorben, aber vor dort wird er als letzter überlebender Apostel in heu bedeuten diese Gemeinde von Ephesus. Wir haben 3 Ursachen, woran das Brief geschrieben ist. Einmal, wenn es dort diese Gemeinde tatsächlich läuft, endet wird Ernte ermahnen. Zweitens, ihre Gemeinde von diesem Tag, die befindet sich an einem von diesen verschiedenen Zuständen, was wir hier in Offenbarung 2 haben. Aber nicht bloß dort, dit es aber auch persönlich an uns geschrieben. Wenn es dort allmählich dort wie an eine gute Gemeinde sind, in Obersalz an ein schlimmer Zustand sind. So diese Ermahnung, der ist auch an jedem ein persönlich. Das wird an Ephesus geschrieben, wo Paulus 3 Jahre gedient hat. Durch sein Dienst, dort lesen wir in Apostelgeschichte, wie dort Evangelium eine ganze Provinz Asien verbreitet. Sie hatten viel beschäftigt. Nicht bis Paulus hast du gedient. Auch Apollos, Aquila und Priscilla haben du gedient. Timotheus, in Tejela noch der Apostel Johannes. So wie kann sein, dass wir eine sehr gute, versorgte Gemeinde mit vielen Vorrechten. Sie wären eine starke Gemeinde, in eine fliege Gemeinde. Sie haben alles, was ihnen fehlt. Der Aposteln in verschiedenen Diener, der haben gedient, dass das eine starke Gemeinde werden. Und wie hier an diesem Tag so sein, dass erst das schrieben, der ist an den Engel von der Gemeinde geschrieben. Wer ist das Engel? Na, das kann einmal nicht ein Engel gemeint sein, so wie der Engel über dem Himmel kann. Wenn Johannes soll das an jemand schreiben, an einen Mensch. Und der Engel braucht das nicht schreiben. Aber dort Wort Engel, als das griechische Wort Angelos, und dort bedient einmal ein Bote, oder ein Botschafter. Und so können dann auch an den Gemeindeältesten, an die verantwortliche Person von der Gemeinde geschrieben sein, wenn heu ist der Bote, oder der Botschafter für diese Gemeinde. Und am wird das geschrieben. Dann, dat Jesus sich hier verstellen. Jedes Mal, dat Jesus sich eine Gemeinde über eine besondere Weise verstellen. Mit du noch, wovon Zustand die Gemeinde ist. Diese Gemeinde von Ephesus stellt Jesus sich das vor. Das sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Wer sind diese 7 Stirns und wer sind diese 7 Lichter? Wenn wir gucken dann in der Offenbarung 1, der letzte Vers, ein klein bisschen fordert, du hast uns die Antwort gegeben. Offenbarung 1, Vers 20, der letzte Part. Die 7 Sterne sind Engel, so diese Boten, diese Gemeindelehrer, der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. So diese Stirns, die Jesus an seiner rechten Hand hält, dort sind die verantwortliche Personen für diese Gemeindes. Die 7 Lichter sind die 7 Gemeindes Salz. In der Stadt stellt Jesus sich hier vor und sagt, heu ist die an der rechten Hand hält. Was wies uns das einmal? Dort wies uns einmal Jesus seine Autorität über die Gemeinde und über die Verantwortliche von dieser Gemeinde. Heu haft dort sein, über ernt, wenn's heu hält der an seine rechte Hand. Dann haft heu auch dort sein, heu haft der Autorität. Aber von der anderen Seite ist das auch ein Trost zu weiten, Jesus hält der an der rechte Hand. Diese Gemeindeälteste, diese Gemeinde sind so auch von Deo, der universale Gemeinde, die ist an seiner Hand, wie sein sicher an Christus. Du kannst uns nicht an seine Hand rütreten. Dort ist einmal der Trost. Und dann sagst du, heu wohnt an Mäden von dieser Gemeinde. Heu herrscht nicht bloß aus dem Himmel über die Gemeinde, ne, das sagt uns des Tags, heu wohnt eine Gemeinde. Zwischen uns können wir sein.
Hoi es mit uns. Dort es gesine Perle, wo er hoi so dir erkauft hat, erlöst hat. Am haft dort viel gekost, dadurch es am dort auch viel wird, dadurch dort hoi noch eine Gemeinde mit uns wohnen, nicht bloß vom Boven über uns herrschen. Diese Gemeinde von Ephesus, die wird läuflos geworden gegen Jesus. Aber heu hat er danach läuft, wenn sie läuflos geworden wären gegen ihn. Danach hat er diese Läuf in Wandel Madden ernt. Dann sagt er wieder in Vers 2, ich kenne deine Werke. Das wird Jesus auch von dir zu uns sein. Ich kann auch deine Worte, ich kann auch deine Gedanken, deine Motive, ich kann die auch. Jesus sieht dort nicht bloß, er kann die auch. Sie haben viel an Jesus seinen Namen getan. Nicht um gerecht zu werden, das finden wir auch in Vers 3. Um Jesus seinen Psalm haben sie viel getan. Und Jesus sagt, kann dort, kann deine Worte. Diese Gemeinde, die lebt dort aus, was dort in Titus Kapitel 2 sagt, dort wir sollen ivrig bedacht sein, gute Worte zu tun. Diese Gemeinde, die lebt dort aus. Und Jesus sagt, kann deine Worte. In Vers 2 und 3 taugt genommen, du luft Jesus zweimal ihre Worte, zweimal luft er dort, dass sie nicht mehr geworden sind, und zweimal luft er dort, dass sie standhaft ausgeholt haben. So Jesus kann all ihre gute Sieden, ihre gute Worte. Mit ihren Worten haben sie ihren Glauben aus Arch bewiesen, so aus Jakobus dort von uns verlangt hat. Wenn wir in Apostelgeschichte 19 lesen, dann merken wir dort, wie viel diese Gemeinde getan hat. Beinahe 2 Jahre hat Paulus und seine Jünger dort ganze Evangelium in eine ganze Provinz Asien verbreitet. Beinahe 2 Jahre. Sie haben viel geschafft. Und ihr Juden und ihr Herden, sie haben viele Worte getan, sie haben viel missioniert und sie haben viele Menschen zu Jünger gemerkt. Wie sagt Jesus, kann auch deine Bemühung. Wir sollen niemals denken, dass diese Gemeinde von Ephesus dort leicht gehabt hat. Sie haben viel Bemühung gehabt, viel Meidigkeit hat dort gekostet. Sie haben nicht bloß Worte getan, die du leicht wären. Sie haben viel Bemühung gehabt, und das sei wir auch. Das dürfen ja an diese Gemeinde Jünger, die noch nicht den Heiligen Geist hatten. Das dürfen eine Synagoge Söhne, die ihr Hort verstockten, und sie wollen nicht glauben. Das dürft du falsche jüdische Sehens von einem hohen Priester, die versuchten, Geister auszutreiben, aber sie wären falsch. Das dürft du viel Zauberie. Du werden Zauberiebecher verbrannt mit einem Wert von 50.000 Silberlinge. Was soll wir an das? Diese Gemeinde hat viel Bemühungen gehabt. Viel Meidigkeit hat ihr dort gekostet. Wir auch und ein standhaftes Ausharren. Sie haben viel ausgehalten an schwere Tiden. Diese Gemeinde von Ephesus, der hat Verfolgung gelitten durch diesen Silberschmied, der diese Aufjagd mirken, als Paulus und Silas durch Ephesus kommen, umfangen zu predigen, dann fallen die Menschen auf von dieser Aufjagderie. Jane Männer, die können nicht mal so viel Geld verdienen, und die fangen an, diese Christen zu verfolgen. Nicht gerade Verfolgung, als was wir dort vielleicht von dir überleben, aber Jesus sagt, kann den standhaftet Utheln. Sie haben viel Bedrängnis belebt. Sie haben Christenverfolgung belebt. Jesus geht wieder in Luft, er hat noch mehr Dinge. Und dass du die Böse nicht ertragen kannst. Galater 6, Vers 2 sagt, einer trage des anderen Lasten. Ja, die Schwache, die soll wie verdrehen. Und die soll wie drehen. Aber nicht die Böse. Diese Gemeinde von Ephesus, sie auf den Gemeindezug. Die Böse, die Falsche, die können sie nicht verdrehen. Sie schafften dort durch. Wahrscheinlich haben sie ein Weg getan gegen die Schwache, aber ein großen Iver gegen die Böse. Wie sollen das auch an Jesus sein Leben? Mit wovon heiligen Iver, der heute in den Tempel reinigen? Wie können sein, mit einem heiligen Zorn, können heute die Böse nicht verdrehen. Und das soll wir nicht verdrehen können. Und das können die Gemeinde von Ephesus auch nicht verdrehen. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel, und hast sie als Lügner erkannt.
Eng von Paulus sein Leben, dann robt er noch einmal der älteste Taub, ne Milet, robt er den Taub, dann sagt er zu der älteste von Ephesus, en jene Mäd waren riekende Wölfe abstun. Das passiert hier kurz. Hier wären Menschen, die wären nicht zufrieden mit bloß, und ja, die wollen die Gläubige genannt worden, sie wollen Aposteln sein. Und sie wären das aber nicht. In dieser Gemeinde von Ephesus, die hat das erkannt. Und sie haben irgend aus Lehner erkannt. Sie haben das geprüft. Wahrscheinlich mit der Schrift. Stimmt das, dass die Aposteln sollen sein, oder nicht? So, sie haben das geprüft und irgend aus Lehner erkannt. Diese falsche Lehrer. Und sie nannten irgend Lehner. Und dann im Vers 3 in Vira, das zum Westen eine wahre Hulung, an diese Gemeinde von Ephesus wären viele positive Dinge ben. Und Jesus, der dort nochmals betont. Dann sagt er, und du hast schworet verdreht. Vers 6, du geht da noch wieder. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Was wären diese Nikolaiten? Die Meinungen gut und Meske verschieden. Entweder wären das einmal lose Lied, die vielleicht verschiedenste Anmoral trieben, mit ein jässlicher Schien, sie proben dort jässlich gerecht zu fordern, aber kündet wird Nikolaus auch bedienen, Beherrscher des Volkes, dort sich an diese Gemeinde zwei Gruppen gebildet haben. Du wären die Gemeinde Glieder, die Gewölche, und dann wären du die versuchen, Herrscher zu sein. So ist der römische Papst von dir, der versiegte Autorität zu haben. Und dort ist nicht biblisch, so soll das nicht sein. Kein Gemeindevorstand, kein Gemeindeältester, als Eva, der andere, der Torherrscher. Und Jesus sagt, wie aller Glicks. Was immer das dann auch wird, du hast sich eine falsche Linie angeschickt. In der Epheser, die hosten das. Jesus sagt, ich hoste das auch. Das haben sie alle erkannt und geprüft. Wenn wir in der Offenbarung wieder kicken, an die Gemeinde von Pergamus, du wir diese Linie alben. Sie hosten diese Nikolaiten nicht, aber die Epheser noch jo. Psalm 97, Vers 10 sagt, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Wenn wir den Herrn läuft haben, dann soll wir doch Böse hosten. Nicht die Menschen hosten, die mit so einer Linie vielleicht abkommen. Die Menschen soll wir läuft haben, aber die Linie, die soll wir hosten. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir erkennen, wovon eine gesunde, starke, gute Gemeinde das wird. Sie werden ivrig zu be, sie werden flietig, sie erkennen all die verschiedenen falsche Lehren. Wenn wir den Epheserbrief lesen, dann sehen wir, dass das wird eine reife Gemeinde. Warum ist das wichtig zu erkennen? Wenn das wie eine schwache, ungesunde Gemeinde war, da würden wir so denken, den Dudel, was Jesus und Luther mit Dudeln hat, den traf er auch. Aber nu, dass das eine starke, gesunde Gemeinde wird, da würden wir mit uns fragen, na, Jesus, kannst du das gleich bloß sein? Aber dort kommen wir dann wieder in Vers 4 nennen. In Vers 4 fängt an mit in aber. Keine Gemeinde, keiner persönlich, kann so viel Geld tun, dass Jesus ein Euro hält für den Sinn. Das wird er nicht sein. Erst kommt das Loven, aber das Dudeln, das bleibt nicht ut. Unsere gute Worte, unsere gesunde biblische Lehre, uns Deins an die Gemeinde, die Tag, die sind nicht so. Für Menschen vielleicht noch ja, aber für Jesus nicht. Dort wird Ephesus, dort bedient wünschenswert. Jesus hat was zu wünschen über diese Gemeinde. Obwohl sie auch viele gehört haben. Wird das Wort wünschenswert einmal auch ab uns nachpassen? Dass Jesus über uns auch was zu wünschen haben? Vielleicht auch kragt das, dass wir die erste Leute verloren haben? Wieder sagt Jesus, aber ich habe gegen dich. Hier sind zwei Wierer, die wir beachten sollen. Ich und dich. Hier sind zwei Menschen. Hier ist der Kaufmann und hier ist die Perle. So wenn die Käufer die Perle mit seinem Blut freigekauft hat, dann hat er auch dort sein über diese Perle, über diese Gemeinde. Und er sagt, ich habe gegen die Wort. Er hat dort Recht zu Gebäuden. Er hat dort Recht zu Menschen.
Er sagt, ich habe was gegen die. Das ist eigentlich ein sehr hartes Wort. Das Wort hat er damals gegen die Gemeinde von Ephesus. Und das kann sein, dass er das Wort, das harte Wort auch einmal von dir gegen uns hat. Er sagt, dass du verlassen hast. Du. Wir sind immer wieder geneigt, die Schuld auf wem zu schieben. Das ist vielleicht ein Bruder oder eine Schwester, die Schuld daran ist, dass ich lau geworden bin. Dass ich die erste Liebe verloren habe. Dass ich nicht mutig eine Gemeinde mehr schaffen kann. Das ist gerne Schwester oder Jan Bruder, die Schuld daran. Aber mein Ehepartner, der ist schuld daran. Aber meine Arbeit, die lässt doch nicht, dass ich Zeit habe für die Gemeinschaft mit Jesus. Aber meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister, alle Möglichste denken wir ans Üt, um die Schuld ab wem zu schieben. Aber was sagt Jesus hier? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die Schuld kann wir mit uns dann nicht länger ab wem schieben. Er sagt, dass du die erste Liebe verlassen hast. Dort bedient einmal, dass die erste Liebe erst du mal gewas, aber du hast die verloren. Und das hast du getan. Und dann fragen wir uns hier, nu vielleicht einmal, was ist die erste Liebe? Was bedeutet das, die erste Liebe zu verloren? Ich möchte das hier mit einem Beispiel vergleichen. Vielleicht mit einem Jahr, der fahren befreien ab Arbeit geht, der schafft 8 Stunden Tag ut, vielleicht erst wo eine Office. Dann kommt die Zeit, wo sie sich befreit, sie sagt diese Arbeit auf, sie befreit sich, und von dann wieder, dass sie eten merken, waschen, kerken, backen und so weiter. Wenn man eins, wo diese früh vielleicht zu wem sein, ich schaffe nu nicht mehr. Du mit prüfst sie vielleicht zu sein, dass sie haben nu nicht mehr diese Arbeit, was sie vorher hat, aber schaffst sie nu wirklich nicht mehr? Vielleicht noch sogar länger in Dollar als was euer. Vielleicht noch mehr als 8 Stunden Tag. Aber was für Sieg sie du mit Rüte bringen? Ihre Leute, nur ihren jungen Mann, der ist so groß, dass sie sieht die Arbeit nicht aus einer Arbeit an. Das ist wegen die erste Leute du ist. Dort ist, was die erste Liebe ist. Dann ist die Arbeit mit uns nicht mehr Arbeit. Die Dienst für den Herrn, der ist dann nicht aus einer schweren Arbeit, aber aus einer Los zu sein. Jeremia 2, Vers 2 sagt, so spricht der Herr, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste. Wenn wir dann trägchen für die du all am Glauben sind, in dem Moment trägchen wird mich gut bekehrt, wo ivrig wird wie nicht du bist. Nicht wird so viel von uns, wie dann sie, wie würden die ganze Welt evangelisieren. Dort ist die erste Liebe. Im Epheserbrief fängt wir diesen Mangel nicht. Der Epheserbrief, der redet noch nicht davon, dass die Gemeinde von Ephesus die erste Liebe fehlt. Aber Johannes ist ungefähr 30 Jahre Luther geschrieben, und du fehlt dort all an diese erste Liebe. So dann brücken wir uns nicht mehr täuschen und sagen, von dir ist alles okay. Was passiert 30 Jahre wieder? Das ist du, wo Jesus nicht mehr am Mittelpunkt für alles ist. Diese Gemeinde von Ephesus, mit weniger Worten und weniger Bibelerkenntnis, aber mit der ersten Liebe, werden sie einen besseren Zustand gewahrt, als was sie nu wären. Dort ist die Gefahr, der in eine Gemeinde abstimmen kann, vielleicht die zweite, die dritte Generation so wäre, das sind nicht die am Anfang du beigewas wären, du beigewas sind, aus der Gemeinde abstimmt, und dann kann es mit uns passieren, dass die erste Liebe sich verlieren wird. Aber wenn wir auch länger am Glauben sind. Ich denke, wenn wir ein Gottesdienst hier in Ephesus besucht haben, da wird wir gesagt haben, das ist eine gute, gesunde und starke Gemeinde. Aber das Schlimme davon ist, die erste Liebe verloren vom Bieten ist eigentlich noch nicht zu sein. Dort sitzt stark, dort sitzt gesund und dort sitzt fein. Aber die erste Liebe verloren, das ist der erste Schritt, den innerlich passieren wird, wo äußerlich noch nicht zu erkennen ist. Nicht erst zu merken, dass du alles was angeht. Aber das ist der Anfang von einem Verfall, von einer Gemeinde, von einem Verfall im persönlichen Leben, in der Familie und so weiter. Und gute Worte in der gesunden Liebe fehlt dort diese Epheser nicht. Sie hatten alles voll ab. Aber danach wird was ganz Schlimmes passiert. Und das ist du,
wo wir uns dann nu auch einmal so prüfen. Dort ist du, wo uns vielleicht sogar die Deins eine Gemeinde wichtiger ist als die Beziehung mit Jesus. Das hier sich ganz interessant. Jeft das so? Jeft dort ein Deins eine Gemeinde, den ist mir wichtiger als meine Beziehung mit Jesus? Ja, das jeft so. Bei den Epheser wird das so. Sie deuten die Deinsen, sie haben die gute Worte, aber die Beziehung zu Jesus, die wird allerdings was part aufgestorben. Ich habe uns prüfen. Bedankt mein Deins an meine Abgabe an eine Gemeinde, die läuft zu Jesus. Möchte ich lieber eine Gemeinde dein aus persönliche Gemeinschaft haben mit Jesus? Lese ich die Bibel, vielleicht bloß wegen mir Lesen interessiert, aber wenn ich meine Bibel lese, plan will nun kommen, aber bloß omdat ich mehr weiß, aber lese ich die, wenn ich ein Verlangen nur habe, wenn ich eine Liebe zu Jesus habe. Aber im Gebet, befing je dat einmal so, als ich das in mein Leben befangen habe, ich bete, um mein Gewissen zu befriedigen, damit ich das, wenn ich es getan habe, aber aus einer Ungewohnheit, aber bete wie, wenn wir machen hier eine Gemeinschaft haben mit Jesus. Ein Prediger hat einmal so einen Gedanken, den ging mir sehr deep, er hat das in sein Leben so befangen, dass seine Leib zum Predigen wird gerade geworden aus seiner Leib zu Jesus. Er predigt lieber, als was seine Leib zu Jesus wird. Das ist das Schlimme von den ersten Leib verloren. Italiener sind das alle Fan. Dann könnt mit uns auch sein, in viele von uns, wir haben gute, starke Gemeinden, die sich liegen mit der Gemeinde von Ephesus. Du hast alles voll ab. Wir haben vielleicht einen vollständigen Chor, wir haben eine christliche Schule, wir haben begabte Musikanten, wir haben vielleicht eine Bibelschule, unsere Deiner, die sind vielleicht irgendwo ab Mission, das ist sehr vollständig und sehr fein. Aber danach ist es möglich, dass die Gemeinde die erste Leute verloren hat. Alles wird bloß aus einer Tradition, das wird aus einer Ungewohnheit. Na, das ist jedoch bloß, weil wir das einfach haben. Dann verlässt alles seinen Geschmack, und das ist ein ladige Ding, und du wird weniger Frucht kommen sie dort. Das sagt uns 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe aushalte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Wer von uns wird reut sein, den scharpe Hand zu geben, verbrennen zu lassen? Aber Paulus sagt, selbst wenn dort auch noch deut, aber nicht der Leib hat, dann nützt mir dort auch noch nichts. Aber wo steht es in uns im Persönlichen, nicht in der Gemeinde? Wo steht es mit mir persönlich? Du merkst, ich in mein Deins, wo wir wuter blieb, brückt das dort mir ständig gelaufen wird, und ich gut unja, und ich verliere ich den Mut für meine Deinsen, und ich sein Fuß ausgebrannt, fällt mir dort so schwierig, meine freie Zeit abzugeben für ein Deins, meine Vergnügen, aber meine Interessen, um eine Gemeinde zu dein, kostet mir dort großartig sehr viel. Na, dann mag ich einmal bloß zurückschicken, du, wo ich kurz bekehrt wird, kostet mir dort dann so sehr viel? Dann deut ich dort sehr gieren. Wo ist es von dir? Und dort habe ich das prüfen. Aber dann nicht bloß, dass Menschen mir sein sollen, aber dass die nicht wollen denken, Wunder denken über mich, weint dort nicht da. Halt mich ständig zu beklären, wo fährten wir Suvis zu Tag fahren, aber wo fährten wir Suvis was abhaben. Einmal wird wir dann einmal hier anhalten sein, wenn diese Dinge in uns persönliches Leben vorkommen, dann ist das aber auch ganz möglich, dass ich die Leute erhebs noch niemals gehört habe. Dass ich erhebs noch niemals von mir geboren sie, wenn mir all diese Dinge fehlen, ständig fehlen. Dort sollen wir uns dann einmal prüfen, dass es möglich ist, dass du jemand all 20 Jahre lang die klare Bekehrungsbotschaften gehört hast. Die strengt sich auch immer weiter an. Die merkt auch immer weiter nie Versätze. Ja, nu will ich mal. Die steht sogar vielleicht an manch ein Deins an der Gemeinde. Aber nur dort ist das noch immer möglich, dass die Leute erhebs noch niemals gehört haben, die erste Leute. Die Leute zu Jesus, der ist noch niemals an sein Hort angegangen, wenn es noch niemals von mir geboren ist. Dort haben wir uns einmal prüfen, aus mir erhebs ebenfalls die erste Leute gefehlt haben, nachdem noch niemals gehört haben. Hier in der Gemeinde von Ephesus wird es aber anders.
Sie haben die erste Life gehabt, aber sie haben die verloren. Du wird ein Mann, er wird gläubig. Dis Mann, der hat sehr Schwierigkeiten mit dem Reden. Am Fall sehr schwer zu reden, er stumm an sehr. In seine Utsachte Leute auch wässet fram. Dis Mann, den Leute ganz fram. Und er fragt sich, wo kann ich Gott dienen? Er konnte nicht reden, er konnte Menschen nicht das Evangelium anbieten, er stumm an. Aber er weiß eigentlich, er hat die Guf, er kann Fan und Hisa schaffen. So was er dort, er Leute eine Posten an sagten, kostenlos und Hisa schaffen. Und wenn die Menschen dann für eine Arbeit angenommen haben, die Arbeit vorig hatten, früh und wofür siegt die schuldig, dann können schwer was bringen, aber stumm an bloß, und sie bloß eindenken, dort wird den Namen von ihrer Gemeinde sehen. Eins will für die Arbeit nicht haben. Ab das nächste Taufhaus, wo 30 Gläubige getauft werden, dann zeugen du wenigstens 12 Personen von, dort durch diesen stummenden Mann werden sie zum ersten Mal eine Gemeinde hineingekommen, in dem Glauben gekommen dadurch. Dort ist, was die erste Life dat. Die checkt nicht, wohnt sind meine guten Fähigkeiten, aber ja, fair, kann nicht. Die sieht ut weh, und die sieht weh, und don't wo, aber Gott dein. Wenn's dort brennt am Hort, dort haft die doch dort verlangen. Vielleicht waren wir checken in uns Leben, wo wir kurz zum Glauben gekommen wären, dann sollen wir dort wo Anfall kommen wie wir, wo Arieb wie wir, die Guven, die haben sich noch nicht entfaltet, wie wir noch so anschaulich, aber wie deuten es, wie deuten. Man wird checken, das kann natürlich auch mein Leben sein, noch viele Anschaunis, aber Gott, die sehen dort, wenn es die erste Leib, die wir tun. Aber am Gegenteil, wenn wir auch noch so gebildet sind, noch so utiliert, wie weit noch so viel Schrift haben, viel Erfahrung, viel Ruht, und wir waren viel Flied an. Aber wenn der erste Leib nicht ist, dann erst fehlt von dort vergebens, und Gott wird nicht so segnen. Wer wird doch mitstellen mit Paulus, dat ans Motiv wo der Leib sein. In 2. Korinther 4, Vers 14 sagt er, denn die Liebe Christi drängt uns. Er möchte das Wort drängt hier betonen. Was soll uns schüven? Der Leib Christi. Dort soll sein, was uns drängen wird, was uns schüven wird. Und dann die gradste Prüfung, was wir anstellen können, wo wir dort am besten erkennen können, als wie der erste Leib haben dort ist, und unsere Gemeinschaft mit Jesus. Weil je dein eine Gemeinde, da wir uns noch wegen andere Menschen. Wegen der uns ständig betrachten, und der uns sein, für die ihr sagt dein wie. Aber die Gemeinschaft mit Jesus, du sitzt ja uns keiner. Dort weiß keiner, aus wie die Pflegen tun oder nicht. Und du, anhand von dort können wir prüfen, wie groß unser Leib zu Jesus ist. Die Gemeinschaft, vielleicht Mars, die Bibel lesen, das Gebet und so weiter, und dort haben wir das prüfen. Wo verlässt man die erste Leib? Lang farm dort üterlich zu sein ist. Man fängt an, sich ab andere Dinge zu konzentrieren, als ab Jesus. Trainer das Beispiel von dieser Früh. Sie fängt sich vielleicht an ab die Kinder zu konzentrieren, als ab ihren Mann. Vielleicht hat sie die Arbeit im Haus, in deren Dienst gegen ihren Mann, besser, als was sie dort deut, Umfang, als sie befreit werden. Vielleicht sogar besser. Aber wenn die Konzentration ab eins ab 6 wird ist, dann wird der Leib, der erste Leib, auch zu ihren Mann aufteilen. So des Mann, wenn er bloß um die Arbeit geht, dann könnt ihr sich auch eine Kirche annehmen. Die Arbeit auch. Aber dort ist der Unterschied. Du hast nicht der erste Leib. Und das Beispiel haben wir dort klar verstanden. Was haben wir dann nicht zu tun, wenn wir das in uns erkennen? Und dann lesen wir in Vers 5, bedenke. Das ist der erste Schritt, was wir nicht zu tun haben. Wie soll man evaluieren und bedenken? Uns Leben checken und prüfen. Habe ich die erste Leib verloren? Du evaluieren, nur denken. Checken, wo ist der erste Fehler passiert? Meist einmal wird das du sein, wo wir abheben, die Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen. Meist einmal wird dort der erste Schritt sein, wo die Leib aufteilt. Und dann der zweite Schritt. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße. Buße tun du Eva, das ist ganz einfach. Abhören den Nächsten zu beschuldigen und einfach Buße tun.
Und dann noch wieder an den 5. Vers und tue die ersten Werke. So hier sind 3 Schritte, die wir zu tun haben, wenn wir uns so befinden, dass wir die erste Leute verloren haben. Der erste Schritt ist bedenken. Der zweite Schritt ist Buße tun. Und der dritte Schritt ist die ersten Worte verstehen. Dann brauchen wir bloß 3 Dinge in uns Leben, du, wo wir jung im Glauben wären, wann wären die ersten Dinge? Wann sind die ersten Werke? Wahrscheinlich jährliche Gemeinschaft pflegen, Bibel lesen, Gemeinschaft mit Jesus pflegen, du bisen, ab Bibelstunden, zu anderen Menschen zeugen von meinem Glauben. Das sind alles die ersten Worte, in die soll wir frisch umfangen zu tun, in da wird die erste Leute frisch umfangen zu brennen. Wenn wir dort nicht tun, dann habe ich hier nur eine Drohung. Jesus sagt, wenn die dort nicht tun, sonst werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Wie sind dort Licht? Dort sagt die Bibel uns. Und Jesus sagte die Gemeinde von Ephesus, wenn die nicht wollen Buße tun, da wird ein Leuchter wegstaden. Was ist passiert? Im Jahr 262 nur Christus, dann wird diese Gemeinde verstiert. Die Christen werden verfalscht und das Ganze wird verstiert. Und diese Umgehung von Ephesus, von diesem Tag, gibt keine Gemeinde mehr. Jesus hat diesen Leuchter wörtlich verstaat. Du hast nicht mehr geblieben. Wenn's du noch hast diese Gemeinde nicht Buße getan. Was wird mit unserer Gemeinde um welche Jahren passieren, aber mit uns persönlich? Das hängt davon ab, ob wir Buße tun oder nicht. Das Licht, wenn das wahrgestellt wird, dann werden ungläubige Menschen auch gleich mehr erregt, wenn es dort Licht ist ausgegangen. Vielleicht früher war uns mit uns, woran passieren so wenig Bekehrungen mehr? Erst dort, wenn es das Licht längst ausgegangen ist, das Leuchter, äußerlich sieht vielleicht alles okay, aber innerlich ist das all passiert. Ich will hier mit einem Trost aufschließen. Die Bibel, die hat immer wahre Trost für uns. Was wir sagen dann ist, dass das die erste Leib, die wird verloren, aber nicht verloren. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir was verloren haben, da weit wir nicht, wo das ist. Aber wenn wir was verloren haben, dann brauchen wir bis 3 gehen, wenn wir weit nicht, wo das geblieben ist. Die erste Leib, der ist nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Aber wir brauchen bis Buße tun. 3 gehen in die erste Leib, frisch im Brand merken. Das gibt ein 3 Weg. Wenn wir wollen, Vers 2 und 3 ausleben, wenn wir wollen so eine Gemeinde sein, aus dieser Gemeinde dort von Ephesus wir die positive sehen haben, dann brauchen wir bis Vers 5 ausleben, diese 3 Schritte, was wir uns vergeführt haben. Wenn wir dort tun, Jesus lässt uns du nicht im Stich. Philipper Kapitel 2 sagt uns dort, heu bewirkt an uns 2 Dinge. Erstens mal, heu bewirkt an uns den Willen. Das ist sogar ein Trost. Aber nicht bloß dort, du sagst das auch in Philipper 2, heu bewirkt an uns auch dort vollbringen. Das ist möglich. Heu wird das an uns bewirken. Ich schließe hier auf mit Hebräer 6, Kapitel Vers 10. Hebräer 6, Vers 10, du sagst dort, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse eures Werks und der Arbeit der Liebe. Ja, das ist schon gesagt, wir wollen von der eine Aufwechslung haben. So, wir wollen dann nicht bis das Schlusslied singen und dann hat jeder das fertig, bloß in die Gedanken du mit bieten sind und über den Text nur denken. Wir haben gerade hier den 2. Vers über zu lesen. Oder vielleicht soll ich das einmal ganz überlesen, dann können wir einmal bitte mit. Der erste Vers sagt, deine Gnade sei mit uns. Lass uns offen vor dir stehen. Segne und behüte uns, wenn wir auseinandergehen. Der 2. Vers sagt, deine Liebe sei mit uns. Zünde sie neu in uns an. Schenke, Herr, dass man durch uns
diese Liebe sehen kann. Der 3. Vers sagt, die Gemeinschaft schenkst du uns. Du verbindest uns mit dir, dein Geist führt und tröstet uns. Danke, Vater, du bist hier. In der Chorseite steht, wenn wir auseinandergehen, wird dein Friede bei uns sein. Hilf uns, Herr, auf dich zu sehen. Lasst uns nicht allein. Deine Gnade sei mit uns, lass uns offen vor dir stehen. Segne und behüte uns, wenn wir auseinandergehen. Wenn wir auseinandergehen, wird dein Friede bei uns sein. Hilf uns, Herr, auf dich zu sehen. Lass uns nicht allein, wenn wir auseinandergehen, wird dein Friede bei uns sein. Hilf uns, Herr, auf dich zu sehen. Lass uns nicht allein. Deine Liebe sei mit uns, zünde sie neu in uns an. Schenke, Herr, dass man durch uns diese Liebe sehen kann. Wenn wir auseinandergehen, wird dein Friede bei uns sein. Hilf uns, Herr, auf dich zu sehen. Lass uns nicht allein, wenn wir auseinandergehen, wird dein Friede bei uns sein. Hilf uns, Herr, auf dich zu sehen. Lass uns nicht allein. Die Gemeinschaft schenkst du uns, du verbindest uns mit dir. Dein Geist führt und tröstet uns. Danke, Vater, du bist hier. Wenn wir auseinandergehen, wird dein Friede bei uns sein. Hilf uns, Herr, auf dich zu sehen. Lass uns nicht allein, wenn wir auseinandergehen, wird dein Friede bei uns sein. Hilf uns, Herr, auf dich zu sehen. Lass uns nicht allein. Ein Trost, ein besonderer Trost. Das ist selbst ja, was dort die Gemeinde sagt, das ist selbst von der die Gemeinde sitzt. Da was die Gemeinde loben deed, das ist selbst ja, was von der die gute Ding anerkennen kann. Und wenn der irgendwo fehlt, was hergestellte Buß hätte tun, das ist selbst ja, dass ihn Geist schaffen wird. Und das ist wie mein Gebet. Und Gottes Geist wird ja schaffen, dass wir erkennen die Wichtigkeit, wenn die erste Leib nicht da ist, dann wird der Leuchter wachgestatt. Und möchte der Herr das wird segnen, wieder was der Randy uns entloten als Gemeinde. Der letzte Vers ut Judas, der sein, du ist jemand, der die Sinne bewahren kann und straucheln. Da wir uns den Vers lesen und unter das Haupt neigen. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Im Segen Gottes erwähnt, Lu.